Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ich stehe jetzt hier mit dem lieben Joschka von Carvia. Die Jungs machen hier Sportwagen und Luxusvermietung. Vielleicht habt ihr den ersten Teil schon gesehen. Wir bewerten die Gesamtflotte nach ihrem Einkaufspreis und dem aktuellen Marktwert. Und der Joschka, wir haben schon angekündigt, du musst dich wirklich warm anziehen, weil ich glaube, da gibt es so einige Autos, wo wir doch große Abschläge sehen werden. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass du jetzt mal so rumguckst und vielleicht die eine oder andere Sache siehst. Er hat auf jeden Fall keine Schalensitze. Ja. So, dann schaue ich rein, da fehlt ja auch das Navi. Wenn dann einfach das Leder ihm fehlt, ja, dann kann ich auch einen BMW kaufen. Ja? Wir stehen jetzt hier in den Heiligen Hallen, sind hier umzingelt von 911ern und von 7ern, von X7. Und ich würde sagen, wir legen gleich mit dem nächsten Auto los. Und da steht hier, ich dachte, es sind 50 Jahre Turbo. Ja, das haben wir natürlich uns so gedacht, dass wir diesen Effekt mal nutzen. Und die Lackierung ist ja auch neu. Das Arctic Grau gab es erst ganz am Ende vom Turbo überhaupt die Möglichkeit. Und dann das Gold, da mal so ein bisschen als Hommage dran machen. Und der ein oder andere Mieter dann sagt, ja cool. Ich habe hier einen 50 Jahre Turbo, ja. Auch wenn es ein Basis-Turbo ist praktisch, nicht mal ein Turbo S. Ja, ihr wart da echt visionär, weil Porsche hat ja genau dasselbe gemacht. Die haben das alte Auto genommen, den Turbo S, bisschen Sticker drauf, bisschen Schottenkaro rein, Türtafeln ein bisschen anders noch beledert und siehe da, 30.000, 40.000 Euro mehr und man hat seinen limitierten Porsche. So einfach geht's. Aber ihr vermietet ihn natürlich nicht als 50 Jahre Turbo, sondern als normalen 992 Turbo. So sieht's aus. Deswegen hat er auch schon muss ich dir auch hier wieder etwas beichten, wenn wir den Wert einschätzen wollen. Denn ich glaube, die Felgen sind auf jeden Fall auch hier entsprechend leider alle schon in Mitleidenschaft gezogen worden. Dann haben wir hier das Problem, dass die Haube vorne einmal neu lackiert werden musste und da sieht man farblich auch leider einen gewissen Unterschied, weil da irgendwie ein Straßenschild auf der Autobahn drauf gefallen ist, wie auch immer. So ist die Geschichte auf jeden Fall. Und sonst, glaube ich, steht er aber eigentlich ganz gut da. Er hat nur auch wahrscheinlich für dich wieder relativ viel gelaufen, nämlich um die 60.000 Kilometer. Ich finde, beim Turbo geht das. Also GT3 ist immer so, sage ich, bis 30.000 Kilometer kaufen wir die. Turbos haben wir auch schon mit 70.000, 80.000 Kilometer gekauft. Die werden auch oft im Alltag verwendet. Und wir haben auch einen Kunden, der hat inzwischen auf unseren, glaube ich, 150.000 Kilometer drauf gefahren. Da sehe ich beim Turbo gar kein Problem. Ach, spannend. Aber Turbo ist ein gutes Stichwort, weil der Flügel hier, den kennt man ja so nur vom normalen Turbo, richtig? Genau. Beim 992 Turbo S war ja etwas größer und der Turbo wurde ja praktisch nicht bestellt. Also mich wundert immer noch, dass er im Programm ist, weil ich glaube, Porsche hatte 95% Turbo S-Quote. Ach, Wahnsinn. Okay. Ja, und nur 5% waren normale Turbos. Dann waren wir in die 5% sozusagen. Ihr wart die 5%, genau. An sich reicht es ja auch. Ich meine, das Auto hat 581 PS, genauso viel wie der 991.2 Turbo S. Und das Schöne ist, man bekommt ihn mit der Stahlbremse. Er ist ein bisschen subtiler, tritt nicht ganz so optisch in Erscheinung wie der S. Und am Ende reicht es ja. Und Listenpreis war dann entsprechend auch geringer, wahrscheinlich 210.000 Euro in der Größenordnung. Roundabout, ja. Und das ist, finde ich, vollkommen okay. Weil inzwischen kostet ein 992 Facelift GTS ja dasselbe wie der hier. Ja. Und dann ist er noch nicht wirklich ausgestattet. Also da kann man beim GTS inzwischen gut auf 220.000, 30.000 Euro kommen. Spannend. Was ich mitbekommen habe, also zum Turbo, das war ja eigentlich auch immer der Porsche mit dem größten Wertverlust. Ja. Dann während Corona und Co. hat sich auch da so ein gewisser irgendwie Hype eingestellt, dass man dann gesagt hat, okay, auch die Turbo sind wie so GT-Modelle. Ja, genau. Dann haben wir so ein Turbo auch bekommen noch, waren dann sehr happy. Und jetzt aber müsste das ja dann wahrscheinlich auch das Auto sein, was mit am meisten verliert, oder hast du da eine andere? Ist so, also Turbo S definitiv. Ich habe jetzt 2 verkauft, 2023 und 22er Autos aus erster Hand mit 10.000 Kilometer. Beide hatten Liste so 250.000 bis 60.000 und ich habe die für 200 verkauft. Oh. Also absolut gesehen, der größte Wertverlust ist richtig. Hier ist der Einstieg aber ein ganz anderer. Und ihr seid mit 210, habt ihr noch einen guten Nachlass bekommen, eingestiegen. Und trotz dessen, dass er jetzt 60.000 Kilometer hat,
würde ich den bei rund 160, also ohne den Unfall, 160.000 bis 65.000 Euro taxieren. Dann ist er so leicht über einem GTS 902 auch angesetzt. Und dann hat er eben absolut gesehen weniger verloren und auch relativ. Also von dem her habt ihr da gar keine schlechte Wahl getroffen mit dem Turbo. Ich glaube, da habt ihr alles richtig gemacht. Sehr cool, gut zu wissen. Sehr schön. Dann glaube ich, bleiben wir gleich doch mal bei den 992, gerade weil wir es in Vergleich gesetzt haben. Jetzt sagst du, der GTS hat sehr viel praktisch verloren. Ist auch unsere Der GTS Ansicht. und der Turbo S, ja. Okay, ja genau. Und der GTS kann ich total nachvollziehen, weil auch uns hat der Porsche-Händler immer gesagt, ja, ihr müsst jetzt GTS kaufen, ihr dürft keine Genau. Basis mehr kaufen. Genau. Und so wurde ja jeder Kunde eigentlich über den Tisch gezogen, Abgesellt, weil sonst ja, hätte er ihn auf nicht den GTS. irgendwie in einem halben Jahr bekommen, Genau. sondern erst in 2 Jahren Richtig, sozusagen. Ja. richtig. War auch ein Beigeschäft für den GT3 RS am Anfang, bevor es dann auf Taycan und so weiter umgestellt wurde. Deshalb die Menge ist unfassbar groß. Und im Gebrauchtwagenmarkt ist es schwierig, einen guten 4S zu finden wie ein Carrera 4 GTS. Ne? Und deshalb bevorzugen wir im Moment Basis Carrera und 4S gegenüber einem Turbo S, gegenüber einem GT3, gegenüber einem GTS. Und das ist hier was für eine Erstzulassung? Das muss ich gleich mal nachschauen. Das sind alles noch recht junge. Ja, das ist auch ein 24er Modell mit dann 40.000 Kilometern. 40.000 Kilometer. Ja. Okay. Das ist ein Carrera 4. Nee, das ist ein normaler Carrera. Das ist Heckantrieb. Genau, und das ist ein Carrera 4 Cabrio. Ja, ja. Da schlägt ja immer so mein Enthusiastenherz so ein bisschen, wenn ich einen Heckantrieb sehe. Aber ich muss feststellen, im Verkauf ist es immer der Vierer, der besser funktioniert. Persönlich selber würde ich immer nur einen Heckantrieb kaufen. Einfach so das Kompromisslose, ne, das Raue, das Traditionelle. Aber der 4S und auch der normale 4er ist wesentlich begehrter. Und da würde ich immer, auch wenn ihr an die Wiedervermarktung geht, würde ich einen Vierer nehmen und nicht den 2er. Das, was der mehr kostet, kriegt er in jedem Fall wieder. Ach, spannend, weil das ist, finde ich, bei den Elbern so krass. Ich meine, bei einem M4 ist es sozusagen schon von Haus aus kommt der Allradantrieb. Da kostet es, du weißt besser, wahrscheinlich 6.000 Euro Aufpreis oder was, der Allrad? Basisversion weiß ich es gar nicht, aber zwischen 6.000 und 10.000 Euro, meine ich, sind es. Das ist schon so cool, wie Porsche das macht, weil Ja, der eigentlich ja. eben kostet ja nichts, das da einzubauen. Was für mich auch für den Hecktriebler spricht tatsächlich, dass man so viel Grip hat, dass es ehrlich gesagt beim Porsche wirklich von der Fahrdynamik nicht unbedingt notwendig ist. Stimmt, stimmt. Aber viele haben das Thema Sicherheit im Kopf und glauben einfach, dass der Vierer da wesentlich mehr Grip bietet, gerade bei nassen Straßen. Und es wird die gleiche Diskussion, wie wir vorher hatten, mit Lift und so weiter. Ich sehe einfach, der Vierer ist das ultimative Auto für die meisten, weil die Zielgruppe, die man anspricht, ist eine größere wie beim Heckangetriebenen. Und wenn man eine größere Zielgruppe anspricht, hat man auch bessere Chancen, ja, einen guten Kurs zu kriegen. Das heißt, was ist dann der Kollege wert gerade? Jetzt muss ich mal schauen, wie der ausgestattet ist. Da hab Der ich hat leider jetzt grad den normales Schlüssel nicht LED, drin. kein Matrix, sehe ich. Genau, der hat eher nichts. Ich habe leider gerade den Schlüssel nicht Genau. dabei. Ich sehe auch, der hat kein beledertes Armaturenbrett, Türtafeln, hatte die Sportabgasanlage. Nee, der hat die Vierer. Die hat er nicht. Ja. Also beim Basis Carrera machen wir eigentlich immer Folgendes. Wir übertreiben da nicht, aber es gibt so ein paar Basics. Und für mich gehört einfach rein in jedem Porsche, selbst im Macan, erweitertes Lederpaket. Ja? Pflicht. Die Wertigkeit ist eine ganz andere im Innenraum. Das nächste ist Sportabgasanlage. Die lässt sich Porsche unglaublich gut bezahlen, aber ist immer die erste Frage, wenn bei uns einer anruft, hat das Auto Sportabgasanlage? Deshalb, ich bestelle es immer mit. Okay. Matrix gehe ich mit, muss nicht sein im Basis Carrera. Chrono muss auch nicht sein, kostet aber nicht wirklich viel mehr, deshalb würde ich es nehmen. Und dann nehmen wir noch das Bose Soundsystem. Und von den Sitzen muss es im Basis auch nicht der 18 oder 14 Wege sein, aber vielleicht der 4-Wege Sportsitz. So, dann hat man schon ein relativ stimmiges Paket. Und wenn man noch das i-Tüpfchen setzen möchte, würde ich halt das Panoramadach nehmen. Ah, okay. Ja, super Dann habt ihr spannende Einblicke. Ja, wirklich. Vielleicht 15.000 Euro mehr an Ausstattung, aber der Kundenkreis ist viel größer wie auf dieses Fahrzeug hier. Weil trotzdem, der Käufer, du weißt ja nicht, wie lange der gespart hat auf das Auto. Ja. Ja? Und der möchte einfach ein wertiges Produkt. Und wenn dann einfach das Leder ihm fehlt, ja, dann kann ich auch einen BMW kaufen. Ja? Mal salopp gesagt.
Aber dann verstehe ich das eben. Das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was wir lernen müssen, weil wir halt eben davon ausgehen, okay, vielleicht haben wir einfach das günstigste Produkt. Aber klar, jemand, der einen Porsche kauft, per se schaut ja nicht auf irgendwas Günstiges, sondern der will eben irgendwie sich selbst verwirklichen. Deswegen muss er immer was bieten. Ist schon wichtig, ökonomisch zu bleiben, aber man muss halt die Merkmale identifizieren, die sich 1:1 in Wiederverkauf übertragen. Und wenn du jetzt hier Nachtsicht einbaust, ne, ganz klar, da wirst du gar keinen Euro von sehen. Oder wenn man jetzt Exclusive Türgriffe oder irgend kleine Details, wo man sich wirklich ja verrennen kann, reinsetzt, dann bin ich bei dir. Aber das sind wirklich so Pareto-Prinzip, ne? 20% der Merkmale machen 80% des Wiederverkaufswertes. Das ist absolut zutreffend und da würde ich an eurer Stelle einfach drauf achten. Cool, sehr gut zu wissen. Was willst du? Sehr spannend, das will ich ja auch schon wieder wissen. Audi R8. Du wirst nicht fassen, für welchen Preis wir dieses Auto bekommen haben. Wir haben nämlich deswegen auch gleich 5 davon bestellt. Okay. Den gab es nämlich jetzt zum Ende der Baureihe, wo ihm schon klar war, dass er jetzt ausläuft. Gab es den R8 mit Heckantrieb, 570 PS für ungefähr 155.000, glaube ich, ist der Listenpreis. War der Evo? Nee, ganz normal. Ganz normal? Ja, okay. Ganz normal. Und darauf haben wir über 20 Punkte bekommen. Also wir haben irgendwie so roundabout 120.000 für das Auto gezahlt. Und jetzt gibt es den R8 nicht mehr. Und ich sag, also ganz ehrlich, gegenüber einem 911er, der mit 40.000 Kilometer noch around 110 kostet, kriegst du hier einen Supersportwagen mit 10 Zylinder, der wirklich auch von der Wirkung ganz anders ist. Und da wundert es mich wie niedrig der R8 allgemein steht. Und glaubst du, dass das nochmal in eine andere Richtung geht oder bleibt er so? Also eigentlich da bin ich bei dir. Ich meine, man bekommt hier einen Huracan im Paket eines Audi. Das ist auch eigentlich das Problem an der Geschichte. Aber bei den schieren Zahlen, wo du sagst, ja, ich meine, der neue 902 in Basisversion kostet ja 160.000 Euro. Ein normaler Carrera gut ausgestattet und den habt ihr für 120 gekauft. Also beim besten Willen, da sehe ich echt nicht viel Potenzial, dass die Autos sinken. Möglicherweise können die sich sogar nach oben entwickeln. Und Audi hat ja ein Imageproblem, muss man einfach so sagen. Ich habe es erst gelesen, in China die letzten 4 Wochen 0 Autos verkauft. Nicht 10, nicht 5, 0. Und das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Und ich glaube, der R8 hat aufgrund der 4 Ringe, ohne dass sie schlecht sind, aber der hat da nie so wirklich Fuß fassen können. Weil Audi ist aus der Auto-Union gekommen, ist ein Arbeiterauto, so ein typisches Auto, das den sozialen Aufstieg auch für viele markiert hat. Und gleichzeitig schließt ihn das halt für viele Käufer aus, weil er einfach nicht das Prestige bietet. Und man kann jetzt lang drüber sprechen, technisch wie der Huracan, wertig verarbeitet, alles gute Argumente und am Ende zählt es trotzdem nicht. Ja, weil ein Luxusprodukt kauft man wegen dem Image, nicht wegen seiner Performance. Es gibt zwar auch die Zielgruppe, aber die größeren Käufer kaufen es wegen Auftreten und für viele hat da ein normaler 911 trotzdem ein, glaube ich, ein stilsicheres Auftreten. Ohne es bewerten zu möchten, glaube ich, dass viele sich einfach wohler fühlen in einem 911 versus so einem Heckmittelmotorauto, das dann doch so tief gedrungen herkommt. Aber ja, wer natürlich Performance für gutes Geld, wer die beste Preis-Leistung möchte, kommt an dem Auto auf gar keinen Fall vorbei. Wie siehst du da Heckantrieb gegen Allrad, weil der R8 ja schon eigentlich ein Allradfahrzeug ist und dafür bekannt ist? Findest du das problematisch? Oder? Da finde ich schon wieder fast spannend, weil, wie du sagst, man verbindet ihn mit Allrad und ich meine auch die ersten gab es nur mit Allrad. Ja. Müssen wir nochmal recherchieren, aber war, glaube ich, so. Und dann irgendwann haben sie ja den Evo oder den RWD eingeführt und das hat ja zum richtigen Hype geführt, dass es plötzlich diesen 10-Zylinder Heckangetrieben gibt. Und das würde ich anders bewerten wie beim 911. Ich glaube hier, dieses Produkt orientiert sich an demjenigen, der nicht zu sehr Wert drauf legt, was andere über ihn denken, der aus seinem Budget das meiste rausholen möchte und der auch ein Fahrer ist, der einfach weiß, was für eine Fahrmaschine es ist und der setzt vielleicht auf den Heckantrieb. Deshalb glaube ich, ist hier der Heckantrieb vielleicht sogar die spannendere Variante wie der Allrad. Nachvollziehbar. Gleich hinter dir steht ja eigentlich auch ein Auto, was
entsprechend auch nicht mehr so gebaut wird. Der Porsche Macan, der absolute Kassenschlager von Porsche. Die Autos sind zum Teil jetzt gerade verdreckt, muss ich zur Entschuldigung sagen, weil sie natürlich in der Miete sind und gerade zurückkommen. Dementsprechend, die werden jetzt hier da vorne aufbereitet. Da steht der Turbo ja auch, nur um das mal anzumerken. Aber genau, dadurch denke ich mir, und wir haben auch am Ende nochmal 10 Macans gekauft, praktisch, dass die Autos, die hatten ja eigentlich nie Wertverlust, so in der Richtung. Und jetzt erst recht nicht, oder? Nein, absolut nicht. Aber eins muss ich kurz korrigieren, der wird immer noch gebaut. Er wird nur nicht mehr für die europäischen Märkte gebaut, weil aufgrund des Cybersicherheitsgesetzes das Auto nicht mehr zulassungsfähig ist. Für den Export wird er weiterhin produziert. Ich habe auch gehört, soll in 2025 rein noch produziert werden. Und ich habe das Gleiche gemacht. Ich habe auch einige bestellt. Und tatsächlich, wir haben richtig gute Nachlässe bekommen. Also zweistelligen Bereich, und haben die Autos immer mit 0% Nachlass verkauft. Also war natürlich genial. Und das Produkt fehlt einfach im Porsche-Line-Up. Ich glaube, es war auch für viele eine erste Möglichkeit, sich ranzutasten. Und nebenbei hatten auch viele unserer Kunden, die einen GT3 S hatten, haben selber Panamera gefahren. Ja. Ist zwar klischeehaft, aber die Frau hatte einen Macan. Und so konnte einfach Porsche auch eine größere Flotte in der Summe beliefern. Und ja, ein Basis-Macan T, der kostet so um die 90.000 Euro, oder hat gekostet. Und es fehlt einfach ein Produkt unter 100.000 Euro. Und ich glaube, so ein bisschen auch eine fehlgeleitete Politik zu glauben, man kann immer nur weiter nach oben von den Preisen gehen, ja, wie es alle Hersteller machen, auch Mercedes oder ganze Uhrenhersteller. Es gibt auch ein Limit dessen, was die Käufer bereit sind zu zahlen. Und der Macan fehlt. Ich finde es ein herber Verlust. Und ich frage mich echt, wie Porsche das ausgleichen möchte, weil mit dem elektrischen werden sie einen Erfolg haben, glaube ich schon, aber nicht ansatzweise wie mit dem Auto. Was ich auch spannend finde, wir haben dann ganz viel Macan S eben gekauft, weil wir ja da den GTS-Motor praktisch drin haben. Deswegen auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich ziemlich spannend, das Fahrzeug gewesen ist. Und ja, jetzt werden wir die lang laufen lassen. Aber das heißt auch ich schätze mal, der hat jetzt wahrscheinlich so 30.000 Kilometer auf der Uhr, wird er ungefähr das wert sein, was wir mit Nachlass bezahlt haben. Kommt drauf an, wenn ihr 10-15% hattet. Ich glaube, wenn man gute Konditionen hat, kommt man an die 15%. Und der hatte Liste 100 wahrscheinlich, 95 bis 100. Gewöhn dich mal an unsere Ausstattung, das ist ein bisschen weniger. Bisschen weniger, okay. Habe ich jetzt so noch nicht hinbekommen. Sagen wir mal 90, 15%, ja. Ich meine, selbst wenn ihr 15% hattet bei 90.000 Euro, dann kriegt ihr das Auto immer noch zum EK weg. 100%. Und wir haben jetzt auch fast einen neuen GTS mit 6.000 Kilometer verkauft. Den habe ich auch noch für einen Listenpreis verkauft. Und die neuen, wir haben noch 2-3 Stück übrig. Leider hätte ich es bloß gemerkt, was da für ein Run drauf entsteht, hätte ich natürlich noch viel, viel mehr akquiriert. Aber die bieten wir sogar über Liste an. Und es funktioniert. Zu Recht. Ja. Zu Recht aber auch, weil ein Basis-Macan 4 elektrisch kostet auch über 110.000 Euro gut ausgestattet. Also kann man für einen Macan S Verbrenner auch 110 zahlen. Wieso nicht? Sehr spannend. Dann würde ich gern zum GT4 gehen, der steht wieder im anderen Abteil. Denn GT4 haben wir wirklich sehr viele gekauft. Und das ist auch nochmal dieser Unterschied zwischen 911-Käufer und Cayman-Käufer ist da wirklich so krass zu sehen. Ja. Deswegen ist deine Einschätzung sehr spannend. Also ich glaube, da habe ich für dich wieder ein totales Experiment. Den mussten wir nämlich auch auf anderem Wege kaufen. Experiment trifft sich, ich sehe schon ein paar Punkte. Er ist ein Grieche, den wir sozusagen aufgehalten haben, dass er hier bleibt. Mussten da auch über Liste zahlen, war einfach in der Zeit, wo es überhaupt keinen Supply gab. Aber unsere Kunden lieben GT4 fahren, finde ich auch, eben, weil wir den auch günstiger anbieten können. Eigentlich im Bereich 911 finde ich dann eher das spannendere Fahrzeug. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass du jetzt mal so rumguckst und vielleicht die eine oder andere Sache siehst. Schau mal, ich gucke hier dauernd durch die Windschutzscheibe, da sehe ich schon mal eins, was absolut fehlt in dem Auto. Vielleicht kannst du erraten, was ich meine. Wahrscheinlich das Clubsportpaket. Ja, genau. Also ich finde, es gehört in den GT4 gehört es einfach rein. Und das ist für den entspannten Griechen, muss ich gleich sagen. Für den entspannten Griechen. Weil der hat ja auch keine Schalensitze, der ist einfach... Oh, und der hat ja sogar rote Nähte, ja, also da kann man ja gar nichts sagen, dass sieht Wahnsinn, super die Ausstattung. Aus. Aber einfach mal ein GT4, wo man halt komfortabel mitfahren kann, wo man auch gut was reinlegen kann, keinen störenden Das ist ja auch der typische Use Case für ein GT4.
Den nimmt man ja, also gerade wenn man in Urlaub fährt, auf lange Fahrten ist das genau das richtige Auto. Und ich glaube, es war ein blinder Grieche, der ihn bestellt hat. Das muss ich echt so sagen. Weil Du hast ja noch gar nicht drin gesehen, dass er kein Navi hat. ja, aber was ich schon sehe, ist, er hat auf jeden Fall keine Schalensitze. Würde ich noch mitgehen, okay, wenn es 18-Wege Sportsitze sind. Jetzt hat er aber die Standardsitze drin. Ja. So, dann schaue ich rein. Ich meine, jetzt wissen wir, Langstreckenauto zum in Urlaub fahren, aber da fehlt ja auch das Navi. Also ich muss sagen, so deine Story, so ganz plausibel finde ich sie nicht an der Stelle. Ja, aber zum Fahren eben richtig cool, macht richtig sehr viel cool. Spaß. Ja. Und eben, wir waren gezwungen, diesen zu kaufen und wir mussten ihn auch noch teuer kaufen. Es gab aber sonst eigentlich irgendwie keinen, wir brauchen ja auch immer Steuer. Ja. Neu GT4 praktisch. Wann habt ihr den gekauft? Ja, ich glaube 2022 muss es sein. 2022. 2023 war ja praktisch schon wieder alles ein bisschen normaler. Und Ja. es war so 2022, wo wirklich halt irgendwie nichts zu haben war. Und ja, jetzt ist er aber gut gelaufen. Trotzdem wirst du wahrscheinlich jetzt alle möglichen Sachen abziehen aufgrund der Ausstattung und Co. Ja, also der typische GT4-Fahrer ist halt relativ jung, hat vielleicht einen M2-Competition oder M4 und sagt, jetzt gehe ich den Step weiter, ich fahre Nordschleife, ich fahre Trackdays, ich nehme einen GT4. Und was wollen die? Die wollen Klappsport und Schalensitze, immer. Was ich finde, was ihr richtig gemacht habt, oder der Grieche richtig gemacht hat, er hat auf jeden Fall den PDK genommen. Und das ist beim 718 mit Abstand die begehrtere Variante. Beim 981 gab es nur den Schalter. Deshalb haben wir immer gesagt, beim 718 nehmt das PDK, also zumindest im Wiederverkauf. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlechtere Autos mit Schalter, aber im Wiederverkauf ist es beliebter. 60.000 Kilometer habe ich jetzt noch nie gesehen auf einem 718 GT4. Ich meine, Neupreis wird bei der Ausstattung realistisch bei 100 bis 105 gelegen haben. Ich schätze mal, ihr habt 10 über Liste bezahlt. Ja, so roundabout, ja. Ja, und den sehe ich jetzt im Moment vielleicht noch bei rund 80.000 Euro würde ich den sehen. Und dann kann man den vielleicht für einen Trackday, kann man Hygo-Überrollbügel reinmachen, kann Recaro-Schalen einbauen und dann kann man den nochmal richtig, richtig nutzen. Ja, aber das ist doch gar nicht so schlecht. Da macht dann doch wieder der eben Einkaufspreis sozusagen in der Höhe einen großen Unterschied, weil man einfach nicht so viel verlieren kann. Ja. Von 110 fällt man dann halt mal so auf die 80, während eben, wir hatten es vorher von Maybach, von Turbo S, wo man bei 260 riesig liegt, wo du dann mal eben bei 130, 140 liegst und dann 100 Und machst. ich würde sagen, wir kommen vielleicht zum grünen Abschluss, dann sind wir auch durch hier und rechnen einmal den aktuellen Bestandswert aus. Und ja, hier stehen wir vor dem 992 GT3 RS, ein Auto, das wir dieses Jahr sehr häufig verkauft haben. Ich glaube, wir haben 6 oder 7 Stück tatsächlich verkauft. Alle neu, bis auf einen, der hatte 900 Kilometer. So, jetzt weiß ich ja, ihr habt immer ordentlich Kilometer. Was hat denn der jetzt? Das geht sogar bei dem tatsächlich, weil da gab es auch richtig blöde Story. Wir mussten den ja kaufen zu einem Taycan Turbo, wo wir wirklich mal 100.000 Euro platt gemacht haben. Dann kam er viel zu spät, genau auch nicht mehr zur Saison. Jetzt haben wir auch das Problem, dass es zum Beispiel keine Winterreifen gibt. Also selbst an schönen Tagen können wir den nicht rausgeben. Er steht rum. Deswegen hat er nur 8.500 Kilometer. Also so ein bisschen was haben wir trotzdem gesehen. Genau, für dich ist wahrscheinlich wieder viel. Für mich ist viel zu wenig. Da steht ja der mit 70.000 Kilometer daneben. Da bin ich aber hochgespannt, weil den habe ich selber konfiguriert. Natürlich, GT3 RS ist für uns auch das Flaggschiff aus der Flotte. Wie du die Konfi findest, wie wichtig ist das? Natürlich haben wir trotzdem nicht dermaßen viel ausgegeben. Also zum Beispiel Weissach, wirst du wahrscheinlich gleich drüber sprechen, haben wir nicht. Aber ich finde, wenn ich mir die ganzen RS auf Mobile und Co. anschaue, finde ich den echt am schönsten. Und da wirst du jetzt was wahrscheinlich zu kommentieren können. Ja, also das Auto hat ja eine lange Reise hinter sich. Ich weiß nur, den ersten haben wir verkauft für 480.000 Euro, ja? Beim Listenpreis von 310. Den zweiten haben wir verkauft für 450. Den dritten für 420. Den vierten für, ich glaube, 390. Ja? Den fünften für 360. Und jetzt habe ich erst einen verkauft mit 900 Kilometer, aber ohne Weissach, der war auch ein bisschen günstiger wie die anderen, für 310. Also da sieht man mal, wie sich das Auto entwickelt hat. Dennoch, es ist weiterhin ein begehrtes Auto, hat immer viel Nachfrage und rein jetzt von dem, was ich hier schon mal sehe, finde ich den Spec sehr gelungen.
Ich finde, Weissach muss nicht sein, sage ich ausdrücklich, muss nicht sein. Für die Flipper, die am Anfang wirklich, also wenn ihr am Anfang einen gleich raushauen wollt, dann braucht er natürlich Weissach, dann braucht er auch Keramikanlage. Aber wenn die Autos mal gebraucht sind, ändert sich auch der Zweck und dann wird das Auto oft für einen Trackday auch verwendet. Dafür ist er auch gebaut. Dann braucht er das Weissach nicht, dann braucht er auch die Keramikanlage nicht. Dann wollen die meisten es sogar nicht haben. Und von dem her, das passt schon mal. Da habe ich sogar tatsächlich gehört, dass das Weissach da nochmal sogar nachteilig ist, weil der Helm irgendwie noch schwieriger zu verstauen ist. Man kann es gar nicht mehr verstauen, weil im Weissach haben wir den Carbonbügel und der hat mehr Verstrebungen, mehr Elemente. Ja, deshalb, und dadurch bekommt man ihn nicht mehr durch. Man kann ja aber das Weissach ohne Überrollbügel bestellen, mit dem Stahlbügel. Genau aus dem Grund, dass man nochmal verstauen kann. Das hier Stahlbügel, ist es nicht schlimm. Finde ich sogar gut bei dem Auto hier. Passt zum Nutzungszweck. Und was ich wirklich schön finde, die meisten haben ja die roten Akzente genommen. Und hätte ich selber einen konfigurieren können, hätte ich ihn auch mit dem blauen genommen. War ja auch beim 996 GT3 RS. Genau so, der Kenner weiß es. 80% waren in Rot und nur eine Handvoll waren dann eben in Blau. Und sehe ich schon, das hast du dir die Gedanken gemacht, finde ich gut. Ein Lob habe ich mir abgeholt, weil sonst irgendwie nicht so getroffen. Ja, gut? Ja, das finde ich klasse. Wo sehe ich die Autos im Moment? Wie gesagt, den einen, der hatte rote Akzente, den blenden wir mal kurz ein. Den haben wir für 310 verkauft mit 900 Kilometern. Erste Hand Mehrwertsteuer, 224er Auto. Den hier sehe ich bei rund 290.000 Euro in etwa, was ich immer noch sehr gut finde, weil 8.000 Kilometer Liste hatte wie viel? 270? 75? Roundabout. Also der wird wahrscheinlich immer noch rund 10 bis 15 über Liste bringen. Okay. Und selbst wenn ihr nur 8.000 Kilometer gefahren habt, habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Aber da wäre so die Frage zum Verkauf auch, wenn man sich mal denkt, okay, eben man ist nicht gezwungen und so eine Spec gibt es nicht so häufig. Und da geht es ja genau darum bei einem GT3 RS, dass irgendjemand sagt, er will genau dieses Auto haben, was ihm so im Kopf vorstellt. Ja. Heißt es auch, man kann bei solchen Autos theoretisch versuchen, den mal für 350 reinzustellen und ein Jahr warten und dann kommt der? Oder ist das utopisch? Nein, kann man nicht. Das kann man dann machen, wenn man ein PTS-Auto hat. Ne? Also mein Genommen, dass einen Slot bekommen, einen ganz frühen Slot mit PTS, so das ist wirklich alles rein. Ne? Ich sag mal, vielleicht aus dem Brewster Green oder Miami Blue, irgendwelche Trendfarben. Und dann kann man da wirklich mal 100 mehr ranschreiben bei einem anderen. Und es funktioniert auch in der Regel. Jetzt bei dem Gebrauchten im aktuellen Umfeld würde ich lügen, wenn ich sage, das ist eine Strategie, die aufgehen kann. Die wird nicht aufgehen, sondern vielmehr wirst du nach einem Jahr sagen, lieber Niklas, ich sehe, die Autos stehen bei 250, was tun wir? Ne? Und dann sprechen wir über ganz andere Zahlen. Okay, aber das ist ja auch, hast du gerade im Nebensatz dann was Spannendes gesagt, wenn du sagst 250, gehst du davon aus, dass die GT3 RS noch sinken? Allgemein, wie ist es da quotentechnisch? 992.2, kommen da auch wieder so viel GT3 RS? Hast du da Insights? Irgendwas, was hört man unterschiedliche Dinge. Was ich gehört habe, aber nochmals alles im Bereich des Spekulativen, dass es wohl ein turbo aufgeladenes Modell wird. Es war auch lang die Rede, dass ein GT2 RS kommt. Allerdings, wenn der GT3 RS aufgeladen ist, dann fehlt die Differenzierung zum GT2 RS. Also selbst wenn der GT2 RS 200-300 PS mehr haben sollte, dann ist es dasselbe Antriebskonzept. Und aus meiner Sicht reicht es nicht genug aus, um die Modelle untereinander zu differenzieren. Deshalb glaube ich dran, dass ein GT2 RS möglicherweise nicht kommen wird oder jedenfalls nicht mit derselben Antriebstechnik. Was den Vorfacelift angeht, glaube ich, wird er weiterhin sich relativ gut halten. Mit den Kilometern wird er sicherlich früher oder später unter Liste fallen. Autos zwischen 5.000 und 10.000 Kilometer, glaube ich, pendeln sich beim Listenpreis ein. Da sind die auch gedeckelt, weil man muss einfach sehen, das optische Auftreten von dem Auto mit diesem Flügel, das ist einfach brutal. Und das wird das Auto auch auf Jahre hinweg hochhalten. Das ist nochmal eine Stufe, wenn wir die beiden hier nebeneinander sehen. Ne? Ich meine, ist ja Wahnsinn. Als der kam, hat jeder gedacht, was für ein Auto. Jetzt, wo der daneben steht, ne, ist das ja wirklich... Das ist ja wirklich der kleine Bruder. Und deshalb, ich bin von den Autos sehr überzeugt. Leider haben wir auch technische Themen. Wir haben beim Neuwagen gehabt Heckscheibe gerissen. Jetzt gibt es den Rückruf mit den Zentralverschlussrädern. Ja, ist der hoffentlich nicht von betroffen.
Es gibt Probleme mit der Getriebesteuerung. Wir hatten einen Neuwagen, bei dem das Getriebe defekt war und weiterhin ist, weil es keine Lösung offensichtlich gibt. Der steht jetzt seit 3 Monaten beim Kunden und wird nicht repariert. Aber ja, ist sicherlich noch eines der Autos, die gut laufen wird, aber die auch eine brutal hohe Menge hat. Also ich gehe davon aus, dass über 10.000 Autos produziert wurden oder werden. Gut zu wissen, ja, also da waren wir ein bisschen blauäugig tatsächlich von den ersten Fahrzeugen, als wir den bestellt haben, als die eben so bei 500 wurden die dann bei Mobile gehandelt, dachten wir, es ist ein absoluter No-Brainer, den zu bestellen, auch wenn man was anderes noch dazu ordern muss. So lernt man auch dazu, ist natürlich immer noch ein ganz gutes Geschäft. War es für euch auch, trotz allem. Absolut. Ja. Aber ja, müssen jetzt auch mal gucken, wie wir mit der Karre weitermachen. Ja, das Entscheidende ist immer Timing to Market bei den Autos. Und wir hatten da so viele Kunden, die Quoten hatten für Ende 23, ja. Die Autos kamen dann irgendwann Mitte 24. Und jeder Monat bedeutet da Zehntausende von Euros. Unter der Voraussetzung, man verkauft ihn sofort, ja. Und deshalb verstehe ich da deinen Frust, auch wenn er später kam und ihr habt das Beigeschäft gemacht, dann werdet ihr in Summe natürlich da nicht positiv rausgehen. Die meisten sind es aber, die früh dran waren. Naja, so kann man sich verschätzen, machen wir auch tagtäglich. So, lieber Joschka, Stunde der Wahrheit. Wir blenden jetzt einmal hier den Wert ein, zu dem ihr die Fahrzeuge neu gekauft habt und hier einmal dann den aktuellen Wert. Und jetzt meine Frage, wie gehst du mit diesem herben Verlust um? Kann Carvia das überleben? Ja, das wird es gerade so überleben, aber tatsächlich ganz andere Zeit auch für uns gegenüber den letzten Jahren einfach, wo wir gefühlt wirklich verwöhnt wurden mit den Wertverlusten. Jetzt sehen wir, in welche Richtung es auch gehen kann. Und gleichzeitig ist unser Fuhrpark viel, viel größer als noch vor Jahren. Also insofern ist die Gesamtsumme auch viel höher. Das ist schon brutal, aber da müssen wir uns auch dran anpassen, müssen auch wieder schauen, beim Einkauf gibt es dann auch wieder bessere Konditionen, wie geht es jetzt weiter. Natürlich reden wir ja trotzdem eben, es ist der Erwartungshorizont halt einfach sehr hoch gewesen. Genau. Und der ist jetzt einfach mal so ein bisschen korrigiert und trotzdem kann man damit umgehen und jetzt geht's mal weiter runterschlucken, weiter schauen und weitermachen. So sieht's aus. Sehr cool. Was erwartest du denn konkret vom Markt nächstes Jahr, gerade was die Preise betrifft? Da bin ich tatsächlich auch noch sehr pessimistisch, eben weil gerade China wegfällt, großer Fahrzeugmarkt. Ich will auch nicht zu viel einkaufen und vor allem so lange wie möglich warten, weil es ist ja auch nicht mehr so, dass man früh bestellen muss, weil die Autos irgendwie Lieferzeiten von 1000 Jahren haben. Deswegen hat man jetzt auch den Komfort und ich bin aber trotzdem, also ich denke, es geht genauso weiter, wie wir dieses Jahr gesehen haben. Und dann muss man mal sehen, auch wie es wirtschaftlich sich allgemein entwickelt, was noch dazu kommt. Ja. Sehe ich übrigens genauso. Wir haben vorher mal kurz darüber gesprochen, die Verkaufszahlen der deutschen Hersteller in China. China war ja der wirkliche Wachstumsmarkt auch. Klar sind die anderen Märkte auch irgendwo leicht gewachsen, aber in China war der große Wachstum und Mercedes hat die letzten 4 Wochen kaum Autos verkauft. Audi kein einziges, Porsche nur eine Handvoll. Und ich glaube, das ist im Moment nicht annähernd eingepreist in unsere Betrachtung des Sportwagenmarktes, aber auch in der gesamtökonomischen Betrachtung. Und ja, wir werden da auch nächstes Jahr sehr verhalten agieren. Wir werden eher bei neueren Fahrzeugen Abstand halten und mehr auf junge Gebrauchte gehen, womöglich auch das Sortiment von Youngtimer-Klassikern erweitern, weil wir jetzt auch die letzten 2 Monate wirklich viele Autos mit Verlust verkaufen mussten. Gott sei Dank auch nicht in hohen Beträgen, aber dennoch tut jeder Euro da weh. Ja, wir leben ja von einem guten Verkauf, das ist unser Geschäftsmodell und ja, man merkt jedes Jahr, die Erfolgsrezepte ändern sich. Man muss sich jedes Jahr neu erfinden, neu orientieren und bin da mal gespannt, wie ihr das machen werdet und hoffentlich können wir da auch so einen kleinen Austausch finden, Synergien schaffen, wie wir gemeinsam dann in die schwierigen Zeiten meistern. Und ich glaube, worüber wir uns alle freuen können, ist diesen arroganten Porsche-Verkäufern jetzt mal so richtig auf den Sack zu gehen und zu sagen, runter mit den Preisen, runter mit den Preisen. Und dann lassen wir die jetzt mal bluten für die Jahre, die sie uns haben bluten lassen, würde ich sagen. Genau, ich glaube, da kann man als Käufer jetzt sehr entspannt sein und vor allen Dingen hat man auch die Zeit auf seiner Seite.
Man hat es bei KTM gesehen. KTM ist jetzt insolvent, unvorstellbar, österreichisches Vorzeigeunternehmen. Was ist da passiert? Die haben irgendwann auf Halde produziert, haben offensichtlich da auch den Markt nicht so im Gespür gehabt, haben möglicherweise auch die Rabattierung nicht früh genug dann nach unten geschraubt. Und ich glaube, das haben die anderen auch gesehen und werden da anders agieren. Nur das große Risiko ist, gerade wenn man wie ihr Flotten bestellt, ja, dass ihr jetzt eine Flotte vermeintlich für einen guten Nachlass 10-15% bestellt, ja, dann aber Porsche in so eine Schieflage gerät, dass womöglich eine Sonderaktion mit 20-25% kommt, ne? Dann denkst du zwar, es war super, aber die Wahrheit ist dann 6 Monate später und der Bestand ist es nicht wert. Und da habe ich auch viele Kollegen im Fahrzeughandel gehabt, die sich da richtig verspekuliert hatten. Also, es bleibt spannend und wir werden wie immer dann über die Updates berichten und hoffe, hat euch gefallen das Video. Bis zum nächsten Mal.